Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien und befinde mich gerade etwas nördlich von Rom und fahre jetzt weiter Richtung Assisi. Und wenn du wissen willst, was ich dabei sehe und erlebe, dann bleib dabei. Der Ort, in dem ich übernachtet habe, heißt Primare. Hier ist eigentlich nichts außer das Hotel, das direkt an der Autobahn liegt und gerne von Reisegruppen besucht wird, die Rom dann besichtigen. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 25. April 2023. Es ist wechselnd bewölkt, soll aber später noch sonnig werden. Es ist ein bisschen frisch, aber ich habe keine Jacke an. In Münster sind es heute Morgen 5 Grad und es regnet. Es geht heute erstmal ein Stück über Feldwege. Wenn die so wie hier sind, ist es okay. Gestern hatte ich einen sehr schlechten Weg hierhin, direkt am Tiber entlang, der kaum als solcher zu erkennen war. Ja, ich dachte erst, ich fahre hier die Straße, aber hier gibt es keine richtigen Straßen im Tal entlang. Die verbinden alle die Orte links und rechts auf den Hügeln. Das ist das Tal des Tibers. Mein Weg folgt jetzt gleich der Autobahn. Ich hoffe, der bleibt dann so in dieser Qualität. Da oben liegt Stimigliano und da hätte ich durchgemusst über diesen Berg, wenn ich die Straße genommen hätte. Da hätte ich auch erst noch ein Stück zurückgemusst. Also das kann ich immer noch machen, wenn es jetzt hier später nicht weitergeht. Hier geht es jetzt ein Stück an der Autobahn entlang, aber da fahre ich gleich unten durch und dann geht es wieder davon weg. So, die Unterführung gibt es tatsächlich, da bin ich schon mal froh. Und jetzt geht es hier zwischen Eisenbahn und Autobahn weiter. Jetzt ist der Weg noch gut befahrbar. Ist hier so weiß geschottert. In der Toskana heißen die Strade Bianchi, glaube ich, die weißen Straßen. Da gibt es da auch so ein Radrennen, wo es teilweise über sowas geht. Ich weiß nicht, ob die dann hier auch so genannt werden. Das müsste die Schnellfahrstrecke Florenz-Rom sein. Ja, jetzt ist es vorbei mit dem schönen Weg. Mal sehen, wie weit ich komme. Ja, wunderschön hier. Total ruhig, wenn ich gerade ein Zug vorbeifährt. Und ich kämpfe mich hier so durch. Bisschen schlammig. Ja, jetzt wird es spannend. Rechts von mir ist ein Fluss, der überquert werden muss. Ich frage mich gerade, ob die Brücke wohl noch da ist, die hier auf meiner Karte eingezeichnet ist. Sieht so aus. Aber auf der anderen Seite ist ein Tor. Ach nee, wirklich jetzt. Ja, wie durch ein Wunder kam da gerade ein Auto und das Tor öffnete sich. Jetzt bin ich einfach durchgefahren. Egal, ob man das darf oder nicht. Bin ich aber nicht am Fluss entlang zum Tiber zurückgefahren, sondern fahre jetzt zur Straße. Ich habe genug für heute von Schlammlöcher. Ich bin zurück auf der Straße. Juhu. Die kam jetzt von ganz woanders als wo ich herkomme, führt aber dahin, wo ich hin will. Und mein Trek geht da in 3, 4, 5 Kilometern auch wieder drauf. Aber ich hatte jetzt keine Lust mehr da auf diesen schlechten Feldweg. Alles so nass von dem Regen der letzten Tage hier. Natürlich ging es noch mal richtig hoch vom Fluss weg, aber dafür brauche ich keine Angst haben, dass ich in irgendwelche Schlammlöcher falle. Ich bin jetzt abgebogen wieder nach Norden. Mein Trek wechselt die Flussseite und bleibt auch erst auf einer Straße, aber geht dann wieder über Feldwege. Und ich hoffe, dass ich mir das jetzt hier sparen kann. Das Problem ist immer, dass man die Brücken mit einberechnen muss. Manchmal sind da keine, wo man dann wieder
auf den Track zurückkommen will, weil der abbiegt. Viel besser als ein Feldweg ist die Straße jetzt auch nicht. Gerade hier rechts am Rand sind tiefe Schlaglöcher. Die brettern da drüber, als wäre das nix. Also der Stoßdämpfer muss das Ersatzteil Nummer 1 sein in Italien. Vielleicht sind es auch die Bremsen oder das Getriebe, so wie die hier immer anfahren. Naja. Ich bin jetzt in Ortescalo. Ich glaube, das wäre die Endstation von dem Zug gewesen, mit dem ich gestern gefahren bin. Da oben rechts liegt Orte, die Altstadt. Da fahre ich aber jetzt nicht hinauf. So, ich überquere jetzt den Tiber und fahre dann auf der anderen Seite weiter. Da werden aber einige Kletterpartien dabei sein jetzt. Könnte man eine Bar oder sowas gebrauchen, aber die Infrastruktur diesbezüglich ist hier jetzt nicht mehr so gut wie im Süden. Da gab es zwar eine Bar, aber die hatte geschlossen. Muss ich bis in den nächsten Ort warten. Wie gesagt, da liegt ein Hügel dazwischen, wenn es nicht sogar schon dieser ist. Da kann man jetzt noch mal Orte liegen sehen. Leider immer noch bedeckt. Eigentlich sollte schon längst die Sonne rausgekommen sein, jetzt um 12 Uhr mittags. Wenn ich das richtig sehe, ist das hier Raps links und rechts an der Straße. Oder Senf? Ich weiß es nicht. Jetzt ging es relativ moderat bergan und die Serpentinen, die ich auf der Karte gesehen hatte, die gehen anscheinend bergab. Das wäre natürlich toll. Jetzt hatte ich mich so gefreut, dass es in Serpentinen runterging. Aber es ging nur in ein Bachtal. Jetzt geht es in Serpentinen auf der anderen Seite wieder hoch. Ich muss hier bestimmt 2 Kilo Schlamm mitschleppen, die noch am Fahrrad kleben von vorhin. Ja, so sieht die Landschaft hier aus. Man sieht nur wenig davon, weil schon alles so grün ist und die Blätter dicht, aber wunderschön, wenn mal eine Lücke da ist. Hier ist noch mal eine andere Lücke. Sieht ein bisschen nach der Toskana aus, finde ich. Aber ich glaube, wir sind erst in Umbrien. Wir kommen da jetzt hin. Und ich habe mal wieder eine Abzweigung verpasst und quäle mich jetzt hier völlig umsonst den Berg hoch. Wunderschöner Mohn hier. Jetzt fahre ich wieder ein Stück zurück. Es wird immer steiler. Ja, das passiert, weil mein Telefon ab und zu den Satelliten verliert. Und dann wird der Pfeil nicht mehr mit meiner Position mitgeführt auf meiner Karte, wo ich die direkt vor der Nase habe. Aber ich gucke halt nur ab und zu runter und dann merke ich das nicht, dass es hängen geblieben ist. Schwupp bin ich dann an der Abzweigung vorbei. Ja, kein Wunder, dass ich die Abzweigung verpasst hatte. Es ist mal wieder eine nicht asphaltierte Straße. Ja, es ist wunderschön hier. Die Blumen blühen hier vorne. Alles ist ganz grün. Ich hatte es auch so geplant, dass ich jetzt hier um diese Zeit hier ankomme. Besonders die Toskana ist im Mai am allerschönsten. Ja, und ich wollte ja mit dieser Tour so ein bisschen den Winter verkürzen. Das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. In Sizilien war es zwar relativ kalt oder frisch, sagen wir mal, aber viel besser als in Deutschland. Und ich konnte da ja 14 Tage außer ein paar Regentropfen in Agrigent ohne Regen durchfahren. Ja gut, in Kalabrien hatte ich ein bisschen Pech, aber im Gegensatz zu anderen Leuten, die ich da getroffen habe, die da eine Ferienwohnung gemietet hatten für eine Woche, in der es nur geregnet hat, bin ich da eigentlich noch ganz gut durchgekommen. Und wenn man so länger unterwegs ist, sind halt immer ein paar Regentage dabei. Und dann hatte ich auch Glück, dass es
dann gerade an der Amalfiküste die Sonne wieder rauskam. Was das Wetter heute so vorhat, das weiß ich nicht. Eigentlich sollte es schon längst die Sonne scheinen. Das ist alles voll bedeckt. Ich kann jetzt hier auch nicht aufs Radar schauen. Ich glaube, ich habe hier gar keinen Empfang. Ja, jetzt gurke ich hier schon eine Stunde durch die Berge und Orte ist immer noch zu sehen da vorne. Vielleicht 3 Kilometer Luftlinie oder so. Ja, ich muss jetzt mal eine andere Beziehung zur Zeit und zur Distanz finden. Hier läuft das alles nicht mehr so schnell, wie ich das gewohnt bin auf den Straßen. Aber ich bin ja nun mal ein Straßenjunge. Das Problem ist, dass die Unterkünfte jetzt hier ziemlich dünn gesät sind. Man deswegen auch gewisse Distanzen überwinden muss. Und wenn dann welche da sind, dann sind die ziemlich teuer, weil es sind meist ganze Ferienhäuser. Also zwischen 200 und 500 Euro kann ich nicht bezahlen. Jetzt hätte ich fast die Abzweigung schon wieder verpasst und wäre beinahe den Berg hochgefahren. Ja, jetzt geht es hier super steil runter. Die Bremsen haben schon auf dem kleinen Stück, was ich jetzt bis hierhin gefahren bin, geglüht. Aber wenigstens ist es wieder geteert. Ja, schaut mal, was ich wieder Schönes anhabe. Jetzt hat das doch knallhart bei der Abfahrt angefangen zu regnen. Ich musste meinen Regenponcho rausholen. Diese böse Wolke war's. Es wird auch nicht der letzte Regen für heute gewesen sein. Ich habe noch mal kurz aufs Wetterradar geguckt, da kommt noch was. Jetzt habe ich den Regenponcho auch rausgeholt, jetzt ist es mir auch egal. Aber das war nicht vorhergesagt. Die hatten mir heute Morgen Sonne versprochen. Ich muss jetzt auch mal sehen, dass ich mal wieder auf eine Straße komme. Das ist hier nicht mein Ding. Auch wenn ich ein Gravelbike habe, aber ich rutsche ständig weg. Es ist so steil. Es ist mir einfach zu gefährlich. Ich bin jetzt in Attigliano. Hier gibt es einen schönen kleinen Platz. Und an der Tankstelle gab es eine Bar, wo ich was zu essen bekommen konnte. Jetzt geht es mir wieder besser. Jetzt bin ich ganz mutig dem Trek nochmal gefolgt, weil die Straße hier Strada di Valle heißt, das, was ich mit Straße des Tales übersetzt habe. Und hoffe, dass es jetzt nicht so rauf und runter geht. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wenigstens ist es bisher noch geteert. Bin gespannt, ob das auch bleibt. Jetzt scheint auch die Sonne wieder und jetzt kann man die Landschaft auch wieder genießen. Jetzt geht es aber gerade weg. Bis jetzt scheint es die richtige Entscheidung gewesen zu sein, hier diese Straße zu fahren, auch wenn es von der Via de Valle ganz schön hoch ging, steil. Da musste ich schieben. Ja, mal gucken. Hier rechts von mir ist die Eisenbahnlinie wieder. Die geht jetzt da vorne in einen Tunnel. Ich hoffe, das heißt nicht, dass es für mich hochgeht. Jetzt bin ich über die Bahnlinie rüber und fahre auf der anderen Seite. Und der Himmel lockert ein bisschen auf, habe ich so den Eindruck. Ich denke, da kann noch der eine oder andere Schauer rauskommen. Aber wenn ich meinen Regenponcho erstmal rausgeholt habe, dann macht mir das nicht so viel aus. Nur dieser erste Schritt, der ist es immer, der mich ein bisschen nervt. Ich komme jetzt gerade nach Alviano. Und jetzt gucke ich mal hier, wie es mit einer Unterkunft für die nächsten Kilometer aussieht. Es ist nämlich schon fast 3:30. Ja, und ich bin auch irgendwie ein bisschen müde. So, die Unterkunftssuche gestaltet sich wie erwartet schwierig. Es gibt nicht so viel. Jetzt muss ich da rechts in die Berge. Und das ist auch nicht genau mein Trek, aber man kann dann wieder darauf zurückfinden, wenn man über mehrere andere Berge fährt morgen. Aber das, was ich mir jetzt rausgesucht habe, liegt wenigstens in einem Ort. Da hat man die Chance darauf, dass ein Restaurant auf hat.
ich heute auch mal dringend brauche. Oh, 2 Hunde und die wahrscheinlich einen Unfall verursacht haben oder sowas. Nee, die Autofahrer wollten nur warnen, dass die 2 da rumlaufen. Hier geht es jetzt ab nach Monte Tecchio oder Tecchio und das liegt in den Bergen. 6 Kilometer bis dahin, die es in sich haben werden und meine Beine sind so müde. Ich kann hier auch schon auf der Ebene nicht richtig fahren. Von da unten komme ich. Es ging bisher eigentlich ganz gut, aber ich bin noch nicht oben. Jetzt geht es auch erstmal wieder ein Stück runter. Wahrscheinlich um dann ganz da hoch wieder hoch zu gehen. Oh no. Meine Wohnung liegt, glaube ich, mitten im Ortskern. Naja. So, wir kommen meiner Vorstellung von Italien auf jeden Fall näher, auch wenn es oben auf dem Berg liegt. Montecchio. So, das letzte Stück ist der Hammer. Das muss ich schieben. Würde mich nicht wundern, wenn da noch Treppen kommen. Das scheint der alte Waschplatz zu sein vom Ort. Wunderschöne alte Häuser hier. La Casa di Benvenuto. Ich habe es gefunden. Jetzt müsste nur noch jemand da sein. Das wäre schön. Es war keiner da, aber ein Schlüssel in dem Schließfach neben der Tür. Und so bin ich jetzt hier reingekommen. Und das ist der Blick von meinem Balkon. Ja, da habe ich es mal wieder gut getroffen. Ich bin heute 70, 80 Kilometer gefahren und bin jetzt ziemlich erschöpft, weil dazwischen ja ziemliche Berge lagen. Ja, und jetzt ruhe ich mich erstmal aus, gehe was essen und morgen geht es dann weiter Richtung Assisi. Das wird spannend, weil von hier geht es noch weiter in die Berge. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!